Liebe Freunde der Sammlung Schroth und der Stiftung Konzepte der Kunst, wir begrüßen Sie heute im Museum Willem Mortner zu unserer Ausstellung Joan Wittek, einer Künstlerin aus der Sammlung Schroth, die wir seit 2011 zu unseren Künstlerinnen zählen dürfen. Schon Jahre zuvor habe ich die Künstlerin in New York in ihrem Atelier kennengelernt. Wir haben eine künstlerisch-sammlerische Beziehung aufgebaut, viel diskutiert und immer wieder bei neuen Atelierbesuchen Arbeiten von ihr gefunden und in die Sammlung aufnehmen können. Wir wünschen Ihnen jetzt bei diesem Rundgang, den ich zusammen mit Juliane Rogge tun werde, ganz viel Spaß und Vergnügen und gute Eindrücke von den fantastisch schwarz-weißen Arbeiten Joan Witteks. In dieser ersten Museumsausstellung in Europa mit Werken Joan Witteks haben wir rund 20 Zeichnungen und Gemälde aus 4 Jahrzehnten versammelt. Viele der Werke gehören der Sammlung Schroth an, andere sind Leihgaben aus New York und London. Joan Witteks Werke sind sehr reduziert. Seitdem sie begonnen hat zu malen, fokussiert sie sich auf die Farbe Schwarz in all ihren unterschiedlichen Facetten. Joan Wittek sagt, Schwarz ist für mich nicht nur eine unglaublich schöne, sondern auch eine unglaublich vielfältige Farbe. Neben dieser farblichen Reduktion sind auch ihre formalen Mittel sehr, sehr reduziert. Ihre Kompositionen sind sehr klar, senkrecht, genau kalkuliert, oft auch geometrisch aufgebaut. Aber im Gegensatz dazu ist die Ausführung immer eine, der man die Hand der Künstlerin auch noch ansieht. Und das macht den besonderen Reiz auch aus. Wir sind hier jetzt bei ihrem Gemälde The Return von 1983, dem frühesten Werk in der Ausstellung, was sehr typisch für diese Schaffensjahre ist. Wenn man sehr nah vor dem Bild steht, genau schaut, sieht man noch das zugrunde liegende Raster, das sie mit Graphitstift eingetragen hat, um die Bildfläche aufzuteilen. Und die Farbflächen selbst sind für Joans Malereien in dieser Zeit ganz typische, pastillenförmige, langgezogene, aber auch runde Flächen, die sie aus Malereien der indigenen Kultur Neuguineas entwickelt hat. Joan Wittek ist ganz fasziniert von alten Sprachen und verschiedensten alten oder auch indigenen Kulturen, hat in den 60er und 70er Jahren am Metropolitan Museum in New York als Wissenschaftlerin und Kuratorin im Bereich der sogenannten primitiven Kunst gearbeitet. Wittek arbeitet mit unterschiedlichen Materialien und auch auf unterschiedlichen Untergründen. Hier sehen wir eine Arbeit in Wachs, eine Encaustic-Arbeit, in der sie, wie wir später in anderen Arbeiten nochmal sehen werden, quadratische Flächen auch wieder in Quadrate mit unterschiedlichen Strukturen oder Grau-Schwarz-Tönen entwickelt und darstellt. Eine weitere Variante an Arbeiten sind die, in denen sie mit schwarzem Pigment arbeitet. Und hier zeigt sich auch in Abwandlung ihrer meisten Arbeiten, die sehr konkret entstehen, dass sie Anregungen aus der realen Umwelt aufnimmt, um dann Impressionen auf die Leinwand zu bekommen. Wir sehen hier eine Arbeit aus der Serie Bunker. Joan Wittek war auf Long Island und hat dort die Verteidigungsanlagen, die gegen eine mögliche Invasion in die USA über den Atlantik mal errichtet wurden. Wir sehen Durchblick, wieder schwarz mit hell, man könnte fast sagen wie eine Schießscharte, an der auch dann das Unkraut und in der Zwischenzeit die Natur sich diese Bunkeranlagen, fast könnte man sagen, zurückgeholt haben. Hier eine völlig andere Ausführung einer solchen Idee, Bunker, indem sie mit Farbe, mit Aquarellfarbe, die Umwelt, wenn man so will, aufnimmt, strukturiert und dieses massive Gebäude fast dann als dunkles, zentrales Element in diese Arbeit einbringt.
Wir werden später feststellen, dass sie auch aus Literatur und Musik Themen aufnimmt. Diese Malerei und die dazugehörige Studie stammen aus derselben Zeit wie Encaustic 1997 und auch hier geht es Joan Wittek um die Aufteilung der Fläche ganz reduziert in Quadraten. Sie benutzt hier unterschiedliche Farbmaterien, die unterschiedliche Schwarzwerte erscheinen lassen und die kontrastierende Helligkeit ist nur in den Linien in dem Raster zu sehen. Der Titel dieser beiden Arbeiten ist Flamenco und bezieht sich natürlich auf den spanischen Tanz und die spanische Flamenco-Musik. Joan Wittek hat eine große Liebe zu Spanien, sie auch ihre Wurzeln sieht, ihr Vater war Spanier und sie kann sich mit der Liebe der Spanier zum Schwarz natürlich auch identifizieren. Ist auch fasziniert von spanischer Malerei, von Velázquez und der Rhythmus des Flamenco ist sicherlich auch in diesen Bildern spürbar. Ein Jahr später, 1998, sie dieses Bild gemalt, Transfigured Night, das auch eine quadratische Komposition hat. Die Helligkeit ist hier aber nicht als durchscheinender Untergrund oder Glanz auf dem Wachs integriert, sondern wirklich mit Farbe aufgetragen. Transfigured Night, dieser Titel, bezieht sich auf ein Gedicht von Richard Dehmel, das Arnold Schönberg wiederum vertont hat. Wer also Gedicht und Musikstück kennt, hat beim Anblick dieses Werks nicht nur den visuellen Eindruck, sondern hat auch den lyrischen Rhythmus und den musikalischen Ton des Streichsextetts von Arnold Schönberg mit im Kopf. Inhaltlich geht es in diesem Gedicht um Hoffnung. Diese Wrinkled Paper Arbeit ist eine der frühen Arbeiten, die in die Sammlung Schroth aufgenommen wurde. Joan Wittek strukturiert auf dem Papier mit ganz feinen, kaum erkennbaren Bleistiftlinien das Quadrat, auch im Innenfeld nochmal eine Aufteilung, knittert dann das Papier und das, was sie dann aufbringt an Farbe, wird nicht im klassischen Pinselstrich aufgebracht, sondern wird durch das Abrollen von schwarzem Pinsel auf den Strukturen Berg und Tal dieser Papierarbeit aufgebracht. Ganz wichtig hier auch, was sich in Joan Witteks Werk immer wieder fortsetzt, ist innen und außen, hell und dunkel, Struktur auf das Papier zu bringen. Hier beobachten wir, wie die Künstlerin von der quadratischen Komposition zu einer horizontalen Struktur kommt, die der Schrift oder dem Text sehr nah ist. Das Schwarz ist auch die Farbe der Schrift und das spielt für Joan Wittek, die auch eine große intellektuelle Bildung hat, eine wichtige Rolle. Sehr schön ist gerade an diesen Wrinkled Paper Drawings, welche Zartheit, Leichtigkeit und Offenheit sie haben. Es ist keine schwarze Fläche mehr, sondern es ist fast ein gleichwertiges Miteinander von Schwarz und Hell. Was alle von Joan Witteks Werken auszeichnet, ist ihr ganz sensibler Umgang mit den unterschiedlichsten Materialien. Die Eigenschaften, die Farbmaterialien und auch Bildträger mitbringen, arbeitet sie ganz, ganz sorgsam heraus. Hier haben wir es mit einer Arbeit zu tun, die als Geschenk in die Sammlung Schroth gegangen ist. Eine Arbeit auf Folie, nicht auf Papier. Das heißt, der Bildträger ist sehr glatt und halbtransparent. Darauf hat sie mit Graphitstift horizontale Linien immer im selben Abstand eingetragen, dann mit silbernem Aquarell gearbeitet, das auf der Folie auch schwimmt, das zwischen dem Graphitraster und den schwarzen horizontalen Streifen
an der Oberfläche im Vordergrund schwimmt. Das silberne Aquarell fängt das Licht sehr, sehr schön ein. Man muss sich vor dem Bild bewegen, um die Lichtreflexe wahrnehmen zu können. Und somit ist auch die Helligkeit hier wieder im Kontrast zum Schwarz und der Glanz im Kontrast zur matten Folie ganz wichtiger Bestandteil des Bildes. Auch in ihren großen Leinwandgemälden von 2014 greift Joan Wittek die horizontale Struktur im Pinselstrich wieder auf, wobei die vertikale Struktur in Blöcken natürlich auch Teil der Komposition ist. Auch hier liegt wieder ein Graphitraster zugrunde und die Farbflächen sind mit Oilstick gemalt, so wie schon bei dem Gemälde von 1983, das wir ganz am Anfang gesehen haben. Auch wenn sich die Form der einzelnen Farbflächen jetzt verändert hat und Strichen oder Linien oder auch geschriebenen Linien ähnlicher ist diese Grundform ein Rechteck mit gerundeten Ecken eigentlich immer noch dieselbe oder geht noch auf die Urform von 1983 zurück. Es ist überhaupt für Joan Witteks Schaffen ganz typisch, dass sie sehr, sehr einfache, reduzierte Elemente benutzt, die eigentlich geometrische Elemente sind, die aber durch die Art und Weise, wie sie malt, eben ganz lebendig sind, vibrierend, gerundet. Hier sehen wir eine Arbeit in Fortsetzung dessen, was Juliane Rogge eben erläutert hat, in der Struktur auf der Leinwand. Bei dieser Gelegenheit darf ich mich bedanken bei den Leihgebern einiger Arbeiten in dieser Ausstellung und außerdem auch bei unserem Galeristenfreund Niklas von Bata aus London, der als Co-Kurator des Zustandebringen und Zusammenstellen dieser Ausstellung mitgestaltet hat. Hier haben wir einige Zeichnungen von Joan Wittek, diese eine vorbereitende Studie zu dem querformatigen Leinwandgemälde, das wir eben gesehen haben. Hier setzen sich die Blöcke und Linien aus vielen nebeneinander gesetzten Tintenstrichen zusammen und der Abstand der einzelnen Striche und auch die Intensität der Tinte bewirken die unterschiedlichen Hell- und Dunkelwerte. Die jüngste Arbeit von Joan Wittek, auch ein Geschenk an die Sammlung Schroth und 2018 entstanden. Joan löst hier die strikte Geometrie in den sonst hier ja auch gezeigten Arbeiten und aus ihren vorhergehenden Werkgruppen auf, wird etwas lockerer auf der einen Seite, aber in der Farbgebung bleibt sie bei dem, was das gesamte Œuvre ihres Werks ausmacht. Wir dürfen uns ganz herzlich bedanken für diesen kurzen Besuch in unsere Sammlung und würden uns freuen, Sie im Museum Wilhelm Markner begrüßen zu dürfen und im Raum Schroth. Ja, die Ausstellung läuft noch bis 18. Juli. Wir danken Miriam Schroth ganz herzlich, die hinter der Kamera diesen Film aufgenommen hat, und wir freuen uns, Sie bald wieder hier zu begrüßen.